Hallo zusammen! Hallo zusammen! Peugeot 103 im heutigen Video sehen wir, wie bauen wir einen Auspuff, eine Resonanz, gute Leistung, aber angenehm im Ton. Kriegel ist in seinem Ecke. Das ist Lieblingsarbeitsplatz, oder? Ja, das ist schön. Da habe ich meine Ruhe. Meistens. Also gut. Ja, ist eine schöne Ecke. Ich habe den Hobel mal so ein bisschen abgestimmt mit dem Simonini, mit dem Schneckentopf. Einfach natürlich, der hat Höchstleistung, oder, will ich mal sagen, oder sehr, sehr gute Leistung. Dann haben wir nämlich nachher genau den Vergleich, was bringt der Auspuff bzw. was nimmt er weg. Das ist mir eigentlich noch wichtig, weil wir wollen da möglichst, ja, optisch ist das natürlich viel, viel schöner. Und der Simonini, der ist saumässig laut, also wirklich brutal. Und bei diesem Vario ist es so, das ist die neue Dopplerkupplung. Ja, die braucht eine extrem hohe Drehzahl, bis das dann endlich mal greift. Oder? Was natürlich für das Fahrverhalten geil ist, aber es macht wahnsinnig Lärm. Dann weiter, ihr seht es, die Rädchen. Ich habe ja im ersten Video habe ich ja gross dort gesagt, ja, das Hintere kommt wieder super und weiss ich was. Die Speicherräder sind ja so abartig rostig gewesen, also gerade das Vordere. Die Speicher, die sind wirklich angefressen und alles. Und wenn du da nachher irgendwo mit einem 80er unterwegs bist, einfach irgendwie nicht so geil. 80er Trommelbremsen, die haben jetzt 90er immerhin, also das bremst wirklich sehr, sehr gut. Jetzt also im Nachhinein, das ist so ein bisschen schwarz, weil das ist ja wirklich wahnsinnig schön gekommen wieder, der Lack. Unglaublich, also das sieht aus wie neu, da muss man da Kleberli noch ein bisschen neu ankleben, aber sonst ist das wirklich mega schön gekommen wieder, finde ich. Und darum habe ich das Gefühl gehabt, komm, das passt doch auch gut da, so schön schlichte schwarze Gussräder. Es passt auch in die Zeit die von dem Gefährt. Und darum ist das so. Also ihr seht, das Kabelzeug sind dran, da ist alles dran. Tacho, Licht, der Tacho ist sogar beleuchtet, hure geil. Da haben wir die ganzen Komponenten für die Zündung verbaut. Da kommt dann nachher der Seitenschutz drauf, also man sieht gar nichts mehr. Das ist eigentlich alles sehr, sehr geil. Jetzt geht es darum, den Auspuff anzupassen. Da haben wir da diverse Teile gehabt. Natürlich da mit dem Gelenk, weil der Motor bewegt sich, also der Auspuff der muss können arbeiten da hinten, wenn der Motor sich bewegt wegen dem Variomat. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an. Gut, da unten haben wir das Gelenk und das ist eine Adapterhülse, also es sind diverse Teile sind da dazu in diesem Set. Das ist ja gesteckt und nachher mit Federn wird das Ganze da befestigt, oder? So ist das, weil der muss sich ja auch bewegen können. Wenn der Motor da macht, dann muss sich der bewegen. Und jetzt habe ich da ganz einfach aus dem Rohr habe ich da die Breite gemacht. Die kommt jetzt hierher mit zwei Dings. Federli. Mit zwei Federli. Genau, das können wir jetzt noch mal anpassen, dass die ein bisschen Spannung haben, oder? Es ist sehr, sehr eng natürlich wieder zwischen dem Pedalarm und dem Kettenspanner. Da ist es natürlich sehr, sehr eng. Jetzt machen wir das so, wir tun den hier außen ganz am Pedalarm, dann haben wir da innen nämlich genug Luft. Weil wenn er sich bewegt, dann wird ja der Konus dünner, das heisst, wir haben mehr Luft. Die Pedale tun wir nachher nochmal schnell demontieren und beugen sie ganz leicht nach raus, dass wir auf beiden Seiten, ich sage mal so, 5 mm Luft haben. Also Kriegel, willst du ganz schnell die Schweissanlage in die Hand nehmen, dass wir das mal punkten können? Wir jetzt mal punkten, ne? Also. Muss noch ein bisschen führen kommen. So ist gut. Also. Komm, ich hebe doch. Dann kannst du dort genau. Ist gut. Achtung. Masse. Ja, Klassiker, oder? Der Klassiker. Und du denn? Ui. Ja, so ist perfekt. Gut. Ja. Gut. Ist er jetzt Das da ist, ganz dran? He? Jetzt ist er dort wirklich. Gut, da hinten haben wir genug Luft. Dort haben wir auch noch. Ist er gerade nach hinten? Schauen wir schnell drüber. Ja, ja. Ist das Rädchen schräg rein? Kann das sein? Nein, das ist einfach gerade. Warte, ich tue es da mal so. Ja,
Ja, voll. Ja, das ist super. Komm, ich gebe noch einen da unten. Ja, gib mir noch einen. Achtung. Gut. Da habe ich extra 2 Löcher gemacht. Dann hat man die Möglichkeit, um da unten, wenn es irgendwie lahm wird unterwegs, könnte man noch eins abstellen. Hast du gut gemacht. Schön. Also der. So, das ist jetzt natürlich auch ein Gefummel. Aber ich glaube, am besten ist, man zeichnet das einfach einmal an. Und dann gehen wir etwa 5 mm weiter runter, würde ich sagen. Oder? Ja. Willst du nicht von vorne her? Ja, dann ist das Problem, Jetzt bist du er sollte etwa von daher ziehen. Aha. Wenn er eben von daher mache, dann ist das Dilemma, dass er fast gerade runterzieht. Ja. Siehst du? Nein, er muss schon von Er vorne. muss von vorne her ziehen. Und darum habe ich aber ein Blechchen genommen, dass man es gut punkten kann. Oder? Jetzt zeige ich das mal an. Da. Kannst du mir auch noch geben? Das ist oberkant. He? Gut, und dann gehen wir etwa 5 mm weiter Ja. runter. Oder? Dann wissen wir nämlich auch, wo der Chrom abschleifen. Und jetzt kann man aber schon mal testen, ob das überhaupt funktioniert. Das funktioniert einwandfrei, oder? Oh, das ist aber schön, du. Das ist aber schon noch... So geil. Ja, da hinten kann er schön schwingen, da vorne hat das Gelenk. Geil. Es gibt einen Töffli-Club von Winterthur, der heisst Le Baguette. Das sind sehr, sehr lustige Vögel, die habe ich irgendwo mal kennengelernt. Also ich kenne ich schon ein paar Jahre. Und dann irgendwann an einem Treffen, am Cooking Fellows zu Winti, sind die dort gestanden, er mit dem Peugeot 103 und der andere mit dem Mobilett. Und ich dachte, wow, was ist jetzt mit euch kaputt? Und ja, jetzt verstehe ich es natürlich. Oder? Es ist ja im Moment ist so ein bisschen, der Trend bei uns, so ein bisschen das Zeug. Mit dem Camino hat eigentlich alles angefangen. Es sieht irgendwie komisch aus, es ist so Ende 70er, 80er Jahre. Dann sind die mal einen Tag hierher gekommen und ich habe von denen ganz viel können lernen, weil Lehrgeld, wenn man ja schon Jungs hat, die sich mit dem Zeug auskennen, welche Teile verheben, was ist gut, was funktioniert und so weiter. Das ist wie überall. Es gibt Bullshit und es gibt Zeug, das einfach gut ist. Oder? Die haben das natürlich so gehabt, die haben so eine Resonanzflöte an ihre Höbel angebastelt, weil es halt einfach wirklich, sie sind gute Ausbüffe, sie sind optisch, passt dazu, sie sind von der Lautstärke her angenehm, es passt einfach wirklich sehr viel bei diesen Dingen. Also, herzliche Grüße an dieser Stelle, vielen Dank für den lustigen Tag und ich bin bald ready, ihr seht es, für ein Ausfährtchen miteinander. Wir braten jetzt den an und nachher tun wir alles verschweissen. Ja, komm, den mal schnell abschleifen dort. Ja. Wo sind wir da? Ja, dann kannst Gehen wir runter. du schon federn zum Schauen. Ja. Gut. Die musst du schon ein bisschen spannen. Ja, ja, Wie in einen Santiago, so. so was. Fast ein bisschen wenig Strom, aber es hebt mal ein bisschen. Ist das gut von der Federlänge her? Ich denke es. Das Ja, mal, das ist gut. Das Loch. Nein! Ah, gut. Ja, Also, nein, schau hat dort ein bisschen wenig Farbe weggeschliffen. Dann tönt es ein bisschen so. Bin ich nicht dazu gekommen. Ich denke, das machen wir nachher. Also gut, willst du das mit dem Tick verschweißen oder Schutzgas? Ja, das machen wir schön. Weil dann nehme ich in dieser Zeit den Pedalarm weg, probiere den noch ein bisschen zu richten und zu beugen. Genau. Bügen. Gut, ich tue da mal die Farbe wegschleifen. So. Gut, wenn ich jetzt das so einspanne, dann kommt es nicht gut. Ich muss da irgendetwas haben. Oder wir machen das so. Das passt richtig gut. Also,
Muss ich den ein bisschen aufmachen. Klar, er ist jetzt natürlich nicht mehr, er schaut dann ein bisschen raus, aber das macht nichts. Die Pedale brauchen wir eh noch zum Starten. Ja, ist okay. Ja, ich lasse jetzt mal noch. Wir montieren den ersten Auspuff und dann sehe ich, ob es wirklich genug Luft hat. Aber das kommt etwa gut. Super, Kriegel. Du hast einfach keinen Hammer in den Tank, gell? Nein, versprochen, ich mache nichts. Also das Ziel war ja bei diesem Hobel, dass man wirklich die Grundkonstruktion, sage ich mal, Gabel, Rahmen etc., dass man das sein lässt, weil es ist wirklich noch sehr, sehr schön. Darum logisch, man hätte da noch viel mehr können, als Limit. Also für die Peugeot, da gibt es ja wassergekühlte Zylinder und. Da hat es keine Grenzen. Das ist wirklich geil, was es da für Stecktunings gibt. Das ist etwas zwischendrin, würde ich mal sagen. Also es soll gut laufen und natürlich eben die Komponenten, das ist ja alles neu. Die Räder sind neu, Gussräder anstatt Speichen, Gabel, Rahmen, Sattel etc. Das ist alles original. Und dann kommen wir dazu zum Herzstück. Also wir haben einen 46 mm Polini-Zylinder, das Polini-Renngehäuse unten dran. Dann haben wir einen Malossi Variomat und da eben die neue Kupplung von Doppler. Das ist recht eine geile Sache. Also da innen hat es Kupplungslamellen. Plus, man sieht es da oben drin, sind so Gewichtchen, die auch wie bei einem Ciao, bei einem etc., bei einem Variomat so in eine Schräge laufen und die geben dann mit der Fliehkraft quasi den Druck, dass die Kupplungsscheiben das Ganze eigentlich übertragen hinten auf die Kette. Die Zündung natürlich, MVT, elektronische Zündung, ist da noch dran. Und wenn man dann am Schluss die Seitenschütze montiert, plus da die Abdeckung habe ich sogar angepasst, dass die wieder drauf geht. Logisch sieht man es, aber es ist optisch relativ unauffällig. Also, das kann man eigentlich so nicht sagen. Also, man sieht es, selbstverständlich sieht man es natürlich, wenn so viel Leistungssteigerung. Dann mit dem Auspuff noch, ich habe verschiedene Auspuffe probiert, da die ganzen Körper, die Originalen quasi, die nur da unten dran hängen, dass sie bei dieser Bewegung mitmachen, dass man es nirgends befestigen muss. Aber das hat natürlich absolut keine Leistung gehabt. Und jetzt bin ich darum so gespannt auf den Resonanzauspuff. 32 auf 70, hat natürlich ein gutes Volumen, hat einen Gegenkonus, also ich denke, es könnte relativ gut kommen. Pedale, warum lade ich Pedale dran? Ganz einfach auch einfach wegen der Optik. Klar, es gibt auch schönere Sättel, aber es ist ein originaler Peugeot. Einfach so ein bisschen, das Zeug sein lassen, finde ich noch lustig. Oder? Und sobald der Auspuff gemacht ist etc., gehen wir dann natürlich noch auf den Prüfstand und dort schauen wir wirklich, was er läuft. Also gib alles. Ja! Das ist gut gespannt. Schau mal, schön parallel. Geil, ja. Das ist wirklich geil. Wow. So richtig satt, hä? Ja. Schön gerade, alles. Da unten habe ich übrigens das Stängel. Habe ich selber gedreht, man sieht es gerade ein bisschen. Und hinten verschiedene Einstiche gemacht. Das heisst, ich kann das im Weg variieren. Und jetzt muss ich halt den Federdruck wieder erhöhen, weil... Ein Lödele. Ein Lödele. Es ist schon, da vorne ist es laut, der Auspuff nicht, aber dort vorne. Schon hast du halt die Stahlkugel in einer Pfanne rein, gell? Ja. Stahl auf Stahl. Aber du, das darf ja eigentlich nicht tönen, oder? Aber es funktioniert super. Mal schauen, wie das tut. Im Tönen an schon, hä? Tönen an, du. Gottverdeli. Das sieht schon geil aus, wenn dort Gas gibst, weißt du, Luftfilter kommt langsam auf, der Auspuff geht hinter, der Motor geht runter. Ja, ist ehrlich. Ja, geil. Jetzt bin ich gespannt. Natürlich immer Prüfstand, geschwindigkeitstechnisch.
kein Gegenwind etc. Aber da ziehen wir dann einfach gäbig etwas ab. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Ich habe dann noch ein bisschen fein abgestimmt, noch nicht ganz fertig, aber laufen tut es auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, 80 war das Ziel. Auf dem Prüfstand denke ich mal locker machbar. Sagen wir mal, wenn es dann unter realen Umständen mit mir drauf, also mein ehrliche 70 ist schon verdammt schnell, oder? Und ich sage mal so ehrliche 70 bis 75 bin ich mehr als happy. Also das ist wirklich wichtig, dass der so ein bisschen Berggeist ist, ein bisschen ein Alpenrenner. Das ist mir viel, viel wichtiger, oder? Ich habe jetzt einen 56er Kranz, das ist relativ gross. Jetzt schauen wir mal. Ich muss sagen, die Kupplung ist geil. Aber hören Sie das? Das sind die Kupplungslamellen, die jetzt natürlich noch frei sind. Und sobald sie im Eingriff sind, ist das nicht mehr. Aber es ist auch ein Geklepper, oder? Wow, das ist ja übelst. Oh, das hat mir jetzt richtig weh. Wow. Also sag's nochmal. Das war über 90. So 75 sicher machbar auf der Straße. Und eben ehrlich, 75 ist brachial schnell, oder? Gerade mit diesen Bremsen und alles. Auf der Straße brauchen sie nur für Rennzweck. Genau. Wer redet da von der Straße? Ja. Glemse Guanawan und so, perfekt, oder? Also, ja, also ich bin mehr als zufrieden. Auspuff ist eine mega geile Sache. Und dank der Hilfe von Le Baguette ist das natürlich ganz eine lustige Geschichte geworden. Die lassen wir noch ein bisschen ausrollen. Ich würde sagen, bis gerade. Das sollte theoretisch abpassen. Da konnte ich jetzt die ganzen Befestigungspunkte einfach verlängern. Und jetzt passt der gerade so haarscharf drauf. Also ich habe ihn da rein, da sieht man es, da habe ich noch ausgeschliffen, da hat es so einen komischen Steg gehabt. Den habe ich rausgeschliffen und jetzt passt das da drunter. Was sehr, sehr geil ist. Das ist wirklich tatsächlich die originale Abdeckung da. Ja, unauffällig. Ist klar, man sieht es schon, Auspuff. Den Simonini hatte ich dran, den Schneckentopf quasi. Der hat natürlich die Rätsel gebracht wie verrückt, aber extrem laut und wahnsinnig auffällig. Und der da, den muss ich jetzt sagen, der ist fast noch besser als der Simonini Schneckentopf. Also der bringt richtig Leistung oben und Mitte, also Mitte bis obere Drehzahl. Ich würde sagen, eine wahnsinnig gelungene Sache. Also ich bin recht Fan. Peugeot 103, sehr, sehr spezielle Geschichte natürlich. Es geht ein bisschen in die Richtung Camino natürlich. Aber ich habe gefunden, der steht jetzt schon so lange rum, der Hobel. Und hat mich einfach immer gerochen, weil der ist so ein guter Zustand. Vorher hatte ich noch ein Helmcase drauf, hinten alles weg. Es sieht wirklich eigentlich sehr, sehr geil aus. Gefällt mir wirklich gut. So ein bisschen Militärstyle, darum habe ich mich auch für die entschieden. Die alte Munitionstaschen vom Militär. Sehr, sehr stimmig. Läuft wie eine Szene. In den Bergen sicher wahnsinnig schön. Aber leider natürlich nur für die Rennstrecke gedacht. Ja, nichtsdestotrotz, wenn ihr mehr von dem gerne in die Kommentare schreiben. Da hinten möchte ich wieder mal Werbung machen. Saufen unter den Palmen. Also wir haben hier unsere Tankbar. Die ist immer am ersten Freitag im Monat ist die offen.
Ihr seht im Internet, auf unserer Homepage seht ihr alle Daten, was los ist. Es gibt immer etwas zu essen. Selbstverständlich Bier, gute Leute. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stimmung da. Feuer draussen, Foodtrucks und das macht echt Spass. Also schreibt euch das ein, wenn ihr mal wollt. Da reinschauen live, immer der erste Freitag im Monat. Und in dem Sinn würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und viel Spass. Bis bald. Tschüss.